Suchst du nach einer Möglichkeit, den Aufwand deiner Aufgaben besser zu schätzen und die Aufgaben kleiner zu schneiden? Dann bist du hier genau richtig, denn mit Planning Poker ist das möglich. Herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo. In diesem Video möchte ich euch gerne das Planning Poker vorstellen und euch erklären, wie einfach und simpel Aufgaben dadurch kleiner geschnitten werden können und der Aufwand im Team sehr schnell geschätzt werden kann. Das Planning Poker ist, wie der Begriff schon sagt, ein Pokerspiel. Dabei werden Planning-Poker-Karten eingesetzt, die bestimmte Zahlen und Symbole beinhalten. Diese Zahlen helfen dabei, einen relativen Aufwand einer Aufgabe zu schätzen. Wie läuft so ein klassisches Spiel in der Praxis ab? Lasst es uns einmal simulieren. Bevor wir uns auf den Ablauf konzentrieren, erkläre ich euch einmal kurz die Karten mit den Zahlen und den Symbolen. Mit den Zahlen auf den Karten wird versucht, ein relativer Aufwand zu schätzen. Das bedeutet, dass kleine Zahlen, wie zum Beispiel eine 1, oder eine 2 einen sehr kleinen Aufwand und eine 13 oder 21 einen sehr großen Aufwand bedeuten. Die Symbole haben ebenfalls eine Bedeutung. Wird ein Fragezeichen ausgespielt, bedeutet es, dass ein Teilnehmer eine Frage hat oder die Aufgabe unklar ist. Ein Unendlichzeichen, also eine waagerecht liegende 8, bedeutet, dass die Aufgabe viel zu groß ist und in einer definierten Umsetzungsdauer, das wird oft als Sprint in einer agilen Arbeitsweise genannt, nicht umsetzbar ist. Einige Teams nutzen auch noch ein Kaffeetassensymbol, welches symbolisieren soll, dass eine Pause gewünscht wird. Wie wird nun gespielt? Wir gehen nun davon aus, dass wir die Karten 2, 3, 5, 8, 13, ein Fragezeichen und das Unendlichzeichen nutzen. Einige Teams nutzen anstatt den Punkten auf der Karte auch Kleidergrößen, um einen relativen Aufwand zu schätzen. Wir können also sagen, dass die 2 eine XS, die 3 dann eine S, die 5 eine M, die 8 eine L und die 13 eine XL-Aufgabe wären. In der Regel sitzen Teams in einem Planungsmeeting und spielen Planning Poker, um den relativen Aufwand von definierten Aufgaben zu schätzen. Dabei stellt eine Person die Aufgabe vor und jeder Teilnehmer überlegt sich selbst, welchen Aufwand diese Aufgabe wohl mit sich bringen wird. Die Teilnehmer legen die Karten verdeckt auf den Tisch und drehen sie dann gleichzeitig um. Nun wird ein geführter Dialog gestartet und die Personen, die den größten und den kleinsten Wert gelegt haben, erläutern dem Team ihre Entscheidung. Durch diesen Austausch, den Dialog und die Erklärungen der Teilnehmer wird sehr schnell und spielerisch erkennbar, wie die Aufgaben verstanden wurden und warum der Aufwand bei diesen Aufgaben so geschätzt wird. In der Praxis wird diese Runde so oft wiederholt, bis die aufgedeckten Karten auf den 3 benachbarten Feldern liegen. Es geht hierbei nicht um eine wissenschaftlich korrekte Einschätzung, sondern vielmehr um ein relatives Aufwandsverhältnis aller Aufgaben zueinander. Ist eine Aufgabe also gut genug besprochen und die Aufwandschätzung weicht nicht sehr stark voneinander ab, wird für jede Aufgabe eine relative Aufwandsbepunktung festgehalten. Diese kann sich zum Beispiel aus dem Durchschnitt der aufgedeckten Karten ergeben. Liegen also 2 Dreier, eine 5 und 2 Achter auf dem Tisch, kann der relative Aufwandspunkt dieser Aufgabe zum Beispiel 5 betragen und wir wissen, dass diese Aufgabe einen mittleren Aufwand bedeutet. Wird eine Aufgabe tendenziell hoch eingeschätzt, kann das ein Indikator dafür sein, dass diese Aufgabe viel zu groß, zu aufwendig und wahrscheinlich zu kompliziert für die Umsetzung ist. Das Team sollte dann versuchen, diese aufwendige Aufgabe gegebenenfalls in kleinere Aufgaben aufzuteilen. Mit dem Planning Poker kann man also auch Aufgaben identifizieren, die für die Umsetzung in einem agilen Team zu groß sind. Das Planning Poker fördert zusätzlich einen strukturierten Austausch und steigert enorm die Transparenz im Team und hilft dabei, unterschiedliche Sichtweisen offenzulegen. Mit einem Moderator, der dem Team hilft, ein Planning Poker durchzuführen, werden Aufgaben klarer und besser verstanden und das Verständnis im Team für diese Aufgabenstellung wird erhöht. Wer Planning Poker noch nicht ausprobiert hat, sollte es unbedingt testen. Mit der richtigen Anleitung hilft es jedem Team bei der Planung der Maßnahmen und steigert die Transparenz. Das war eine kurze Erklärung, wie ein Planning Poker funktioniert und was es bringen kann. Wenn du dazu zusätzlich noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung benötigst oder andere wirksame Methoden suchst, dann schaue einfach auf meiner Webseite nach. Dort findest du viele bewährte und erprobte Methoden und kannst dir diese Anleitungen einfach runterladen. Wenn dir dieses Erklärvideo gefallen hat, dann like es und abonniere diesen Kanal für weitere spannende Erklärvideos. Bis dann und viel Spaß beim Pokern.